darf meinerseits fragen, warum Ihnen die Mademoiselle entrannt ist? Das ist eine Angelegenheit zwischen ihr und mir. Wie dem auch sei. Hier war auch nichts. Wir haben schon das ganze Internat abgesucht und immer noch keine Hinweise gefunden. Auch im Falle von Walters Mord sind uns noch keine Hinweise aufgefallen. Ich werde seinen Mörder ans Tageslicht bringen und wenn noch die Mademoiselle Louise dabei rausspringt, kann ich nur sagen, das ist ja geil. Ich ersuche Sie um eine schärfere Probe. Wenn die Jungfer hier zuletzt gesichtet wurde, müssen wir nichts unversucht lassen und jedem Detail auf den Grund gehen. Wir untersuchten bereits die Räumlichkeiten der meisten Fakultäten. Von denen, die noch übrig sind, liegen die Kunstzimmer am nächsten. Ensuite, nous partirons. Episode 6 – Lästiger Körper. Mein lieber Fabian, wie Sie ja sicher wissen, ist meine Zeit sehr begrenzt. Schließlich bin ich der Boss. Und als solcher ist es stets meine Priorität, den Erfolg der Boss GmbH, also meiner Gesellschaft, rund um die Uhr zu gewährleisten. Sie empfehlen also diese Bohnenstange Kevin als Neuzugang bei uns einzustellen? Ich hoffe doch sehr, dass ich Ihre Einschätzung teilen werde. Keine Sorge, Boss. Auf mich ist doch Verlass. Also, eine Beförderung würde ich nicht ablehnen. Ich war noch nicht fertig. Und wenn Sie mich das nächste Mal unterbrechen, verdoppel ich Ihre persönliche Bosssteuer. Es ist mir zu Ohren gekommen, dass Ihr Vorgesetzter, der Michael, auf ganzer Linie verkackt hat. Haben Sie diesbezüglich irgendwelche Anmerkungen? Also, Boss, das geht voll und ganz auf seine Kappe. Er wurde unvorsichtig und hat sich von einer Polizistin reinlegen lassen. Ich habe versucht, ihn zur Vernunft zu bringen, aber... Ich will keine Entschuldigung hören. Sie sollen Geld verdienen und mein Territorium verwalten. Ich hoffe doch, dass Ihr Neuzugang Ihre Schmach tilgt. Bevor wir uns allerdings dem Aufnahmeritual widmen, müssen wir uns noch einer anderen Angelegenheit annehmen. Mein lieber Sully, im Vergleich zu diesem Kevin hast du etwas ganz Besonderes an dir, was dich zu einem sehr kostbaren Gut macht. Ja, mei, danke, Boss. Das schmeichelt mir. Das habe ich gar nicht verdient. Deshalb hast du die Ehre, mit mir, also deinem Boss, zusammen die neueste Technologie der Boss GmbH zu nutzen. Oh. Gotala, was passiert denn da jetzt mit uns? Es geschieht etwas Wundervolles.
hast du mit unserem Boss gemacht? Was ist? Willst du eine aufs Maul? Oh, wie nennt man einen Typen wie Sie? Wie nennt man einen Typen wie Sie noch gleich? Ach ja, einen Arsch. Sie kennen wohl die Grenzen als mein Untergebener noch nicht. Na, Sie stehen mit einem Bein schon im Grab. Wenn Sie noch einmal aus der Reihe tanzen, war's das. Ganz genau. Ich bin der Boss. Was ist mit meinem Körper los? Boss, was haben Sie mit mir getan? Oh, wissen Sie, die letzten Jahre ging es meinem Körper immer schlechter. Es ist eine unheilbare Krankheit, die meine Lebenszeit deutlich verkürzt hätte. Aus diesem Grund ließ ich eine Apparatur bauen, durch die ich meinen lästigen Körper endlich loswerden kann. Warum immer ich? Machen Sie das Beste draus. Ein Nebeneffekt war wohl, dass du durch den Boss den bayerischen Dialekt los bist. Du sollst ihm also dankbar sein. Boss, das war ein voller Erfolg. Wenn Sie Ihren alten Körper nicht mehr brauchen, haben Sie doch bestimmt nichts dagegen, wenn ich noch ein paar Mal hinterher trete. Nach Ihnen. Aber muss am Ende noch brauchbar für die Aufnahmeprüfung sein. Fabian, Sie können ruhig auch mittreten. Ach, das war ein Spaß. Ich fühle mich richtig fit. Tyler, jetzt erwarte ich für das Aufnahmeritual ein unterhaltsames Spektakel. Übernehmen Sie. Danke, Boss. Na, dann kommt mal mit. Na, hier geht's aber nicht zu den Toiletten. Tut uns leid. Wir haben uns wohl verlaufen. Wir befinden uns beim Privatatelier von meinem Mentor, Richard Trust. Selbst wenn ich sie da reinlassen wollte, ich könnte es nicht. Das ist doch dieser Borgwald, der mal im Knast Gefängnispsychologe wird. Ich bleibe besser unbeteiligt. Dort befinden sich die Werke meines Mentors, die noch nicht zur Schau gestellt wurden. Und nun, ein Künstler hat erst nach Verwendung seines Werkes die Katharsis, schon bald ist mein Stipendium, abgeschlossen. Und dann habe ich endlich die Erlaubnis, gemeinsam mit Richard Trust Kunst zu gestalten. Borgwald. Wenn ich zurück bin, werde ich dir mein Privatatelier zeigen, das ich bis jetzt immer verschlossen gehalten habe. Oh, was? Wirklich? Komischer Typ. Wir gehen dann mal. So, da sind wir. Ich erkläre einmal die Mutprobe. Wir haben es seltenerweise mal mit zwei Neuzugängen gleichzeitig zu tun. Kevin und Sully. Ihr werdet gemeinsam in das Haus einer älteren Dame einbrechen. Wenn ihr genügend Wertgegenstände erbeutet, könnt ihr vielleicht in unsere Reihen beitreten. Habt ihr etwa Schiss? Nein. Überhaupt nicht. Zeigt mir euren Wert. Los! Argos 1, wie ist die Lage? Argos 2, over. Das Frischfleisch wurde eingespeist. Argos 1, over and out. Die Tür ist schon offen. Dann lass uns mal rein. Alles klar. Verzeihen Sie. Excusez-moi. Dear God, bitte treten Sie zur Seite.
Hey Kevin, danke, dass du nicht mit auf mich abgegangt hast. Ich spüre Tylers Sohle immer noch in meinem Gesicht. Kein Problem. Ich könnte es ja auch nicht anders. Schon zu Schulzeiten war ich immer am Ende der Nahrungskette. Ich weiß genau, was du meinst. Und wie bist du hier gelandet? Ich wurde von der Straße geklaut. Wir sollten zusammenhalten und gemeinsam stehlen. Ja, ich weiß auch, wo man Wertsachen versteckt. In Minecraft habe ich immer versteckte Whetstone-Türen gebaut. Ah! Minecraft! Das spiele ich auch immer! Wirklich? Was spielst du so? Ich gehe immer voll gerne auf so City-Build-Server. Und nun... Ja? Ach, ich sag's jetzt einfach. Ich liebe es zu zerstören. Ich gehe immer in irgendwelche Bases und grief die. Krass, ey. Wollen wir das mal zusammen machen? Ja, voll gerne. Guckst du eigentlich auch Eskalter? Eiskalter. Aber ja. Na, Boss, auf wen tippen Sie? So ein Festmahl hatten wir lange nicht. Machen Sie den Revolver schon mal bereit. Klar, Boss. Ah, Celine, wie geht's? Boss, warum haben Sie Tyler den Revolver scharf machen lassen? Alles klar, ich war am Wochenende bei Annika. Waren Sie noch nie bei einer Doppelaufnahmeprüfung dabei? Was denkst du denn? Der Sommer ist heiß, aber ich bin heißer. In der Schulzeit war ich beim Fußball auch immer als Toe-Joker bekannt. Nein. Ah, man kennt ihn. Lalalala, XD. Du weißt doch, ich bin das beste Pferd im Stall. All die schönen Dinge, auf die Sie sich dann noch freuen können. Ihr Dietrichset war äußerst effizient. Es ist meine Devise, immer auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Das ist das Büro des Bosses. Ich hoffe, unsere Ablenkung klappt. Hier entdeckt zu werden, wäre unser Untergang. Was macht der denn hier? Alles in Ordnung, Herr Trust? Sie schwitzen ja. Was? Nun, der Raum sollte doch unbewacht sein. Wir sind so weit gekommen, jetzt heißt es Obacht. I don't care. I don't care.